20 deutsche Inseln, die Sie kennen sollten. Und jetzt, wo Sie wissen, worum es geht, wird's haklig. Auf den ersten Blick ist nichts zu sehen. Keine Insel. Ja, irgendwas ist immer. Aber wir wollen uns ja steigern, von klein nach groß. Von daher dachten wir, erst mal nach Leipzig, zum Störmtaler See. Und mittendrin die Vineta, die kleinste Insel unserer Sendung. Wir sind mitten auf dem See, 50 Meter Wassertiefe, das ist schon ein Wort. Ne? Im Hintergrund die Vineta, was für uns das Wahrzeichen ist des Störmtaler Sees, steht stellvertretend für die weggebagerten Ortschaften. Das war ja alles Kulturlandschaft hier. Man muss sich hier Dörfer vorstellen, Bäume, Felder, Gärten. Mehr als 10.000 Menschen wurden in der Zeit des Braunkohlenabbaus hier umgesiedelt. Und die Vineta steht zur Erinnerung für die Menschen, die hier ihre Heimat verloren haben. Die Heimat verlieren, das sah so aus. Magdeborn war eines der Dörfer, die Ende der 70er wortwörtlich platt gemacht wurden. Alles für die Braunkohleförderung in der DDR. Bitter, da blieb kein Stein auf dem anderen. Aber bevor die Stimmung kippt, die 1300 Tonnen schweren Schaufelradbagger stehen seit Jahren still und gehören nun zum Bergbautechnikpark. Ein Ort der Versöhnung, an dem ehemalige Kumpel von damals erzählen. In der Gesamtarabauzeit von 1940 bis 1996, kann man sagen, haben wir hier 565 Millionen Tonnen Rotbraunkohle rausgefahren. Zurück blieb eine staubige Mondlandschaft, die ab dem Jahr 2000 geflutet wurde. Wenn man jetzt hier mal einen Schwenk machen würde, man sieht eigentlich nur noch Grün oder im Wasser. Also es sind hier wirklich sehr viele Seen entstanden. Vom hässlichen Baggerloch zum angesagten Urlaubsziel. Und darum geht's ja, die Insel Vineta. Denkmal, Freibad, manchmal sogar Konzerthalle. Vorausgesetzt, Sie ergattern eines der begehrten Tickets. Ich bin wie Sand, der Wind weht mich umher. Der Abdruck deiner Hand auf mir, schau her, ist schon nicht mehr. Es gibt gute und nicht so gute Wege, um nach Wilhelmstein zu kommen. Schwimmen wäre kein guter Weg, zu weit draußen. Besser im Auswandererboot. Das heißt so: In Erinnerung an die früheren Zeiten, dass eben die Südseite Schaumburg-Lippisch war und man jetzt übers Meer fahren wollte, ans gegenüberliegende Ufer. Man wäre praktisch ins Ausland gefahren und in Anführungsstrichen ausgewandert. Von oben wenig Insel, unten viel Geschichte. »166 Kanonen, das ist eine Ansage. Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe war sich sicher, den Hessen ist nicht zu trauen. Damals, 1761. Darum baute er diese Festung im Steinhuder Meer. Das war nach 4 Jahren so weit, dass man schon dann eben dieses Gebäude draufbauen konnte, die Festungsinsel, die Sternschanze und ein Schlösschen obendrauf. In dem Schlösschen befand sich dann auch eine Militärschule. Rückblickend hatte der Graf den richtigen Riecher. 1787 kam es zum Krieg mit den Hessen. Wilhelmstein wurde belagert, aber nie besetzt. Glück für die Nachfahren des Grafen, denn heute gehört die Insel Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe. Der weiß den Einfallsreichtum seines Vorfahren zu schätzen. Er hat ja vorausgesehen, dass diese Festung belagert werden würde, was ja in 1787 auch tatsächlich passiert ist. Und er hatte sich überlegt, dass man dann
mit Hilfe eines solchen quasi unsichtbaren Bootes Proviant und so weiter vom Festland auf die Insel hätte bringen können. Blöderweise floppte der Steinhuder Hecht und sank innerhalb weniger Minuten. So die Legende. Genug Militärgeschichte. Wer schon mal hier war, weiß, auf dem Wilhelmstein schläft es sich vorzüglich. Und im Sommer ist immer was los. Schönen Tag noch. Da wären wir. Wir, das sind Peter Dombrowski und sein XXL-Grill. Wenn Sie gut, frisch und norddeutsch essen wollen, dann auf nach Wilhelmstein. Dort zandert es am Gaumen. Frisch gefangen aus dem Steinauer Meer. Ich war die ganze Nacht angeln. Nein, Spaß beiseite. Aber aus dem Steinauer Meer Tatsache. Und wir machen Zander und zwar in 2 verschiedenen Varianten. Wir machen einmal Zander gegrillt mit ein bisschen rustikalem Gemüse. Und dann machen wir noch Zander in der Folie und zwar Surf und Turf auf Inselstyle mit Bratwurst. Mein lieber Zander, Fisch mit Bratwurst. Ja, darunter machen es die Niedersachsen einfach nicht. Wenn wirklich abends die Boote liegen, wenn die Sonne bei uns hinten im Meer versinkt, dann sind das Bilder, die du auch auf Mykonos oder Ibiza haben könntest. Das ist 1:1 und das ist natürlich was ich nur hier kriege, nur hier. Recht hat er. Dabei legen wir doch gerade erst los mit deutschen Inseln, die Sie kennen sollten. Sonnenhut und Sonnencreme können wir kurz wegpacken. Klebt wie Hulle und wäre völlig nutzlos. Es sei denn, Sie wollen ausschließlich draußen Fotos machen. Auf der Museumsinsel in Berlin. Was bedauerlich wäre, denn nirgendwo sonst gibt es leicht bekleidete Götter, 5 Museen, ein Welterbetitel und Millionen Besucher, die das jedes Jahr sehen wollen. Genau deshalb sollten Sie die Museumsinsel kennen. Und ihre Königin, Nofretete. Mit mehr als 3000 Jahren immer noch Instagram-tauglich. Aber nur aus der Ferne. Sonst gibt's Ärger. Zeit, mal Klarheit zu schaffen. Ägyptens Schönheit verträgt kein Blitzlicht. Darum Fotoverbotszone. Übrigens die einzige in den staatlichen Museen Berlins. Aber so ein Verbot hat manchmal was Gutes. Wenn Sie sich dieses außergewöhnliche Objekt in aller Ruhe, in Stille anschauen wollen, wenn Sie sich länger mit der Nofretete beschäftigen möchten, dann können Sie das nur, wenn es keine Fotos gibt. Stellen Sie sich vor, wir würden das zulassen, dann hätten Sie nicht eine ruhige Minute. Tja, nix mit Selfie. Da müssen Sie schon Beyoncé oder Jay-Z heißen, um Nofretete ein wenig näher auf die Pelle zu rücken. Ansonsten gilt, mit Handy bitte Abstand halten. Grundsätzlich können Sie sich auf der Museumsinsel überall in Szene setzen. Diese Nebelinstallation gibt da einiges her. Ein Foto zu machen gibt mir das Gefühl, Teil der Kunst zu sein. Wenn du in Social Media aktiv bist, ist Fotografieren immer wichtig. In der alten Nationalgalerie heißen Follower nach wie vor Besucher. Trotzdem könnte es sein, dass ihnen jemand folgt.
Stefan Draschan geht es aber nicht um Selbstinszenierung. Dem Künstler geht es um Parallelen zwischen Kunstwerken und Betrachtern. Für seine Fotoreihe People Matching Artwork beobachtet er, wie gerne Leute in den Galerien fotografieren. Und es ist einfach wirklich wichtig. Ja? Also die Leute wollen, es ist ein Beweis, dass man lebt, einfach ein Existenznachweis. Ja? Früher war das ja nur was Elitäres, sich porträtieren lassen, was man hier zum Teil sieht, das musste man sich leisten können, da musste man adelig sein. Und deswegen finde ich jetzt, solange geblitzt wird, finde ich das eine durchaus sinnvolle Aktivität, meine ich. Ja. Stefan Draschan drückt just im richtigen Moment auf den Auslöser. Nämlich dann, wenn Besucher mit dem Gemälde verschmelzen. Da trifft es sich gut, dass Urheberrechte bei uralten Kunstwerken keine Rolle mehr spielen. Man könnte sagen, Win-Win. Alle unsere Werke sind gemeinfrei und man darf sie ins Internet stellen, man darf sie für Social Media verwenden und wir freuen uns natürlich auch, wenn sie viel geteilt werden und wir präsent sind in den sozialen Medien. Ja, Sie haben es gehört. Handys raus, Fotos machen, posten. Wie wär's vor dem Porträt dieses Unbekannten? Und dann dazu schreiben, dit ist Berlin, Humor, Kunst, coole Bars. Und die Museumsinsel bringt alles ganz dufte zusammen. Schlendern wir zur nächsten Insel, bekannt als der Garten für Faule. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Die Freundschaftsinsel, ein Name, den wir erklären müssen, kommt von einem Ausflugslokal namens Insel der Freundschaft. Das Lokal hat dicht gemacht, der Name blieb. Genau wie der Staudengarten. Aber Pech gehabt, der Job als Inselgärtner ist leider vergeben. An Thoralf Götsch, enger Freund der Taglilie. Eine Taglilie ist eben unheimlich langlebig, unheimlich duldsam, wenig anspruchsvoll, aber eben reich blühend im Hochsommer, kann man gut kombinieren. Sie verstehen nur Bahnhof? Machen wir es konkret. Minimaler Aufwand für maximale Schönheit. So lautete das Credo des allerersten Inselgärtners, Karl Förster, Züchter von winterharten Stauden. Nur seinetwegen wird auf der Insel durchgeblüht. Wichtig war ihm zum Beispiel Rhythmus zu haben in so einer langen Fläche. Da sind dann die großen Gräser, die sich wiederholen. Auch andere Stauden wiederholen sich. Die Taglilien findet man immer wieder im Beet an gleicher Stelle. Und wenn es dann blüht, dann hat man einen Rhythmus dieser Blühhöhepunkte. Anders gesagt, es gibt was zu gucken. Immer. Auch für Wolfgang Kautz, Hobbygärtner und über beide Ohren verliebt. In den Rittersporn. Da können ihm Sorten wie Tropennacht oder Azurzwerg noch so schöne Augen machen. Sein Herz schlägt für den imposanten Morgentau. Hammermäßig schön, ja. Und hier auf dieser Insel eine der schönsten Sorten. Hammermäßig schön bedeutet in diesem Fall hammermäßig zickig. Lassen wir uns das vom kundigen Staudengärtner erklären. Die Kultivierung von Rittersporn, das ist sozusagen das große hohe C für den Staudengärtner. Denn Rittersporn ist eine Diva unter den Pflanzen und will sehr gekonnt behandelt werden. Zum Glück sind wir nicht zum Gärtnern da, sondern zum Kennenlernen, Malen oder wahlweise nichts tun. Alles geht auf der Freundschaftsinsel. You got a friend in me.
Hallöchen am wunderschönen Greifswalder Bodden, wo die Menschen herzlich grüßen, jeder ein ruhiges Plätzchen findet und das Wetter so gut mitspielt. Und genau hier liegt Riems, eine Insel, die Sie ebenfalls kennen sollten. Spontan besuchen wird allerdings schwierig. Riems ist die älteste Virusforschungsstätte der Welt, ein Standort des Friedrich-Loeffler-Instituts. Seit 1910 forschen hier Wissenschaftler, Ärzte und Laboranten an Tierseuchen und entwickeln im besten Fall überlebenswichtige Impfstoffe, so wie Tierärztin Dr. Anne Balkemer-Buschmann. Hier geht es jetzt darum, nachzuweisen, ob in einem Serum von einem Schwein, was wir hier geimpft haben, schon Antikörper nachweisbar sind. Im Hochsicherheitslabor nebenan gelten allerstrengste Regeln. Sicherheitsstufe 4. Wenige Wissenschaftler dürfen überhaupt rein. Immer zu zweit. Immer mit Funkkontakt nach draußen. Geflügelpest, Tollwut oder die Vogelgrippe. Verkürzt gesagt befassen sich auf Riems etwa 420 Menschen mit Krankheitserregern für Nutztiere. Ihre Arbeit: verstehen, erforschen und Erreger bekämpfen. Wir sind uns schon alle bewusst, dass der Erreger uns auch krank machen könnte, wenn wir nicht umsichtig damit arbeiten würden. Das heißt, den Respekt muss man immer behalten, man sollte aber möglichst keine Angst haben, weil wenn man Angst hat, dann wird man unbedacht und macht vielleicht mal irgendwas, was nicht ganz ideal war. Man muss immer einen kühlen Kopf bewahren und alle Regeln einhalten und dann ist das Risiko durchaus beherrschbar. Vor mehr als 100 Jahren wurde nicht auf Riems, sondern im Zentrum von Greifswald geforscht. Pionier der Virologie war Friedrich Loeffler. Dem Greifswalder Mediziner ist es gelungen, den Erreger der Maul- und Klauenseuche zu entdecken und ein Impfserum zu entwickeln. Weil es dabei zu Ausbrüchen von Krankheiten kam, sollte Loeffler auf Riems weiterforschen. Soweit zur Geschichte. Was den Besuch angeht, der ist grundsätzlich möglich an wenigen Tagen und nur in einigen Teilen der Insel. Alle Fragen sind erlaubt. Zum Beispiel, wie das so geht. Laborarbeit im dicken Anzug. Dort herrscht also im Anzug ein Überdruck. Genau das andere Prinzip. Bei den Gebäuden darf nichts raus, in den Anzug darf nichts rein. Und es ist schon gewöhnungsbedürftig. Man hat einen völlig anderen Umfang natürlich. Man ist erheblich schwerfälliger in seinen Bewegungen. Und dann, wenn man dann noch versuchen muss, dann also wirklich sehr filigrane Arbeiten zu erledigen. Man hat 3 Lagen Handschuhe an. Das erfordert schon Training. Zugegeben, Urlaubsfeeling ist anders. Aber auf Riems wird nun mal für unsere Gesundheit geforscht. Und Strand sehen wir gleich noch genug. Außerdem gibt's den Greifswalder Bodden, wo die Menschen herzlich grüßen und das Wetter so gut mitspielt. Sunday afternoon, really couldn't get away too soon. Flower Power im Bodensee. Nirgendwo kribbelt's so intensiv wie hier. Im Bauch, in der Nase. Ein Ozean aus Tulpen, Dahlien, Rosen, Narzissen. Überall. Damit bringt Mainau die Besucherzahlen zum Blühen. Mehr als 1 Million Tagesgäste pro Jahr. Und der Frühling wird zum Höhepunkt in jedem Gärtnerleben. Endlich wieder Farbe, Duft, Fülle, aus dem Vollen schöpfen, gärtnerisch das ausleben können, was man gerne tut, nach einem langen, dunklen Winter und viel Freude.
in deren Genuss wir nur tagsüber kommen. Denn übernachten geht nicht. Das darf nur die gräfliche Familie Bernadotte, die seit Generationen auf Mainau lebt. Ab und zu schaut die schwedische Verwandtschaft vorbei. Auf Tuchfühlung mit Königin Silvia. Für Royal-Fans die absolute Krönung. Ich habe ihr einen kleinen Rosenstrauß mitgenommen und sie hat ihn entgegengenommen. Sie hat sich gefreut. Sehr schöne Begegnung, eine natürliche Frau, höflich, freundlich, ruhig. Schöner Moment im Leben, weil es ist ja nicht was Alltägliches. Vor die Taille. Durch die Adern von Elisabeth Panzer fließt kein blaues Blut. Auch kein schwedisches. Muss ja nicht. Als Dahlienkönigin. Ich fühle mich auf jeden Fall hoheitlich. Also am meisten merke ich das immer, wenn ich das Kleid anhabe, dass ich dann halt einfach mehr darauf achte, wie ich nach außen wirke und damit ich auch erst recht dann immer schön aussehe. Alles für die Dahlienschau. Der August auf Mainau ist für Elisabeths Familie wie Ostern und Weihnachten zusammen. Ginge ihnen genauso, würden sie Dahlien züchten. Jedenfalls hat sich Familie Panzer dafür extra aus Bad Köstritz auf den Weg gemacht. Das liegt im Osten von Thüringen. Papa Dirk hat seine neuen Spezialitäten im Gepäck. Für das Hüngerchen zwischendurch. Knödel, Bratwurst, nicht ganz. Wer möchte hier einfach mal die Dahlie kosten? Und wenn sie schmecken sollte, wir haben auch das Rezeptbuch da mit Rezepten für Dahliengerichte. Vor jedem Impulskauf erstmal nachspülen. So, jetzt bitte mal ein Margarita kosten. Das ist ein Cocktail aus Dahlien, Sirup und Tequila. Bevor die Becher hochfliegen, noch mal zu Elisabeth. Die kennt Mainau schon aus ihrer Zeit als Praktikantin. Ich war zuerst 3 Monate in Amerika, in Florida, und dann war ich 2,5 Monate hier auf der Insel Mainau. Und es war echt klasse. Die Insel Mainau, also hier zu sein, auch immer mein Heimweg, den ich immer hatte, haben auch viele Leute dann dahinterher so gesagt, also du machst Sachen, du arbeitest da, wo die Leute Urlaub machen. Tja, wer kann das schon von sich behaupten? Außer vielleicht Barkeeper auf Sylt oder Yoga-Lehrer auf Norderney oder Leuchtturmwärter auf Föhr. Zurück zur Insel Mainau. Wir haben schließlich noch nicht alles gesehen. Drehen wir also noch eine Runde in der Blumenuhr. Dort, wo die Blüten die Zeit angeben. Und dann mit Schmackes die Treppe nehmen Richtung Schmetterlingshaus. Tropische 30 Grad, dazu 90% Luftfeuchtigkeit. Sie schwitzen sich kaputt. Aber in Schmetterlingskreisen würde man sagen, so muss es sein. Ein 5-Sterne-Hotel mit sensationellem Service. Das ist ein ganz, ganz prächtiges Exemplar von einem Atlas-Spinner, ein weibliches. Die werden deutlich größer wie die Männchen und machen bis zu 30 cm Spannweite. Das ist einer der größten Falter, die es gibt weltweit. Eine Insel, an der wir uns nicht satt sehen können. Trotzdem, wir müssen weiter. Denn, Sie wissen ja, übernachten auf Mainau geht leider nicht. Ein Dutzend Schafe, eine Warft, die Nordsee, Salzwiesen, ein Haus. Tja, viel mehr gibt es nicht auf Süderoog, dem Zuhause von Holger, Nele und den Töchtern Fenja und Ilvi. Sie leben auf der Hallig im nordfriesischen Wattenmeer. Es ist schon ein besonderes Leben. Es ist auch nicht immer leicht. Sieht aus wie ein Herz. Dabei ist das Leben auf einer Hallig etwa so romantisch wie ein Metallica-Konzert. Die Hallig Süderoog ist 60 Hektar groß. Und man braucht so eine gute Stunde, wenn man einmal drumherum um die Kante laufen würde. 2013 hat die Familie Süderoog gepachtet und betreibt Naturschutz. Strom erzeugt eine Solaranlage. Im Winter hilft ein Generator. Das Zauberwort heißt Selbstversorgung. Auch die Vorratskammer ist proppenvoll. Logisch, so ohne Supermarkt.
Das Leben auf der Hallig will gut organisiert sein. Wenn man es so möchte, kann man nicht mal eben zum Kumpel auf ein Bier oder so. Nicht so spontan, ne? Also wir sind ja auch nicht im Knast, sondern man muss es einfach alles planen. Und hoffen, dass nichts dazwischenkommt. Land unter zum Beispiel. Wenn das Wasser bis zum Haus peitscht, dann geht's in den Schutzraum. Schutzraum bedeutet, dass es eigentlich der stabilste Teil des Hauses ist. Und das soll quasi das Letzte sein, was überbleibt, falls die anderen Gebäudeteile mal in Gefahr sind aufgrund von hohen Wasserständen und Wellenschlag. Keine Fähre, kein Hubschrauber. Halligbewohner fahren Boot. Das Boot ist ja unsere einzige Möglichkeit, wirklich die Hallig zu versorgen. Die Fahrten von der Hallig oder zur Hallig finden eben nach Bedarf statt. Und dann sind natürlich noch Taktgeber da wie die Nordsee. Ne? Also muss ja mit Ebbe und Flut bzw. mit den Gezeiten passen. Und natürlich das Wetter muss mitspielen. Davon kann Knut Knutzen ein Lied singen. Den Wattpostboten pustet normalerweise so schnell nichts um. Aber ehrlich gesagt ist die Aussicht nach Süderoog manchmal bescheiden. Hallo, Holger. Moin, Knut. Na? Du, das war heute nichts zu. Du hast noch so viel Wasser. Ja. Die Lohnung hier sind noch nicht mehr ganz frei. Ja. Na gut, du, dann grüß schön und dann bitte denn du. Tschüss. Keine Post, keine Rechnung. Ja, auch schön. Ilvi und Fenja scheint es auf Süderoog zu gefallen. Nur das mit der Schule auf Pellworm ist knifflig. Für die Familie ist es natürlich auch schwierig zu sagen, okay, sie sind jetzt eben nur auf der Nachbarinsel oder nur hier. Deswegen haben wir uns da überlegt, dass sie eben teils im Unterricht ist, da auf Pellworm. Und wenn möglich jede zweite Woche dann eben hier einfach im Unterricht zugeschaltet wird, also über Internet. Ne? Die Familie arbeitet für das Bundesland Schleswig-Holstein. Küsten- und Naturschutz mit tierischer Hilfe. Die Schafe sind quasi natürliche Rasenmäher. Dass das Gras hier nicht zu hoch wächst, sich die Pflanzen entsprechend entwickeln können. Wenn Knut Knutzen von Pellworm nach Süderoog wartet, sind das 7 Kilometer. Mittlerweile hat der Wattpostbote rund 25.000 matschige Kilometer auf seinem Tacho. Ja, Respekt. Hallo, ihr beiden. Hallo, na, Ilvi und Fenja? Sehnlichst erwartet das Ersatzteil für den Generator. Weniger beliebt, Rechnungen. Knutzen bringt und holt ab. Und das seit Jahren. Ohne ihn wäre die Hallig-Familie aufgeschmissen. Dann muss er zackig zurück, bevor die Flut kommt. Leben auf Süderoog bedeutet Verzicht, aber auch Freiheit. Und überhaupt. Gehen ja keine Nachbarn auf den Keks, ne? Nein, man ist schon ja frei und muss halt auch lernen, mit sich selbst klarzukommen. Aber man hat ringsherum einen weiten Blick und hat vielleicht dadurch auch einen anderen Blick auf bestimmte Dinge, als wenn man mittendrin steht. Wasserbüffel auf der Pfaueninsel. Tja, das klingt schräg, tut aber nichts zur Sache. Sie sollen Rasen mähen. So hat Tierpfleger Mirko Wunderlich mehr Zeit für die Insel und ihre Tiere. Komm. Das ist natürlich immer ein Genuss, das zu sehen. Okay, niedlich, aber wo sind sie denn, die drolligen Pfauen? Blumen haben wir ja bereits in Hülle und Fülle gesehen. Ein Foto mit Federfächer, das haben wir noch nicht. Na also, wir wären startklar.
Die Realität sieht leider anders aus, weil selbst wir können nicht beeinflussen, wann ein V ein Rad schlägt. Gut, vielleicht später. Die Pfaueninsel liegt im Südwesten Berlins im Ortsteil Wannsee. Genauer gesagt in der Havel. Warum Königin Luise ausgerechnet diese Insel zu ihrem Sommersitz machte, liegt auf der Hand. Mehr Rosamunde Pilcher geht nicht. Zudem ist auch das Schlösschen endlich aus seinem Schönheitsschlaf erwacht. Nicht 100, aber immerhin 7 Jahre lang wurde es saniert, erneuert und herausgeputzt. Und innen, ach, schauen Sie selbst, aber bitte nur mit Schlappen. Die Nägel waren korrodiert, der Silberdraht gerade hier bei den Kronleuchtern war durchgerostet, einzelne Teile waren verloren. Und die wiederherzustellen, ohne die Oberflächen wirklich tatsächlich zu verändern, das war die größte Herausforderung. Nun, wo alles blitzeblank ist, bekommen wir einen Eindruck davon, wie es vor etwa 200 Jahren aussah. Sauber, elegant, ein bisschen bieder. Königin Luise hätte es bestimmt gefallen. Das mit den Pfauen und Fasanen war übrigens die Idee von Friedrich Wilhelm II. Die Vögel dienten als Zierde für die Insel. Nur jetzt lässt sich keiner blicken. Und der Rest pellt sich noch aus dem Ei. Hier zum Beispiel, das ist der Inkubator. Da sieht man, da ist sogar ein kleiner Fasan geschlüpft. Hier haben wir jetzt unseren kleinen Kindergarten. Da haben wir jetzt hier eine Mischung von den gesamten Hühnern, den Fasanen. Die sind alle innerhalb der letzten 3-4 Wochen geboren, hier auf der Insel, und werden hier auch sicherlich alt werden. Ein Südseetraum in Preußen. Bei Friedrich Wilhelm II. Sorgte dieser Anblick damals für feuchte Augen. Bei den Gärtnern heute für feuchte Achseln. Jedes Jahr im Frühjahr karren sie Dutzende XXL-Palmen über die Insel und zaubern so einen Hauch Bora Bora in den Südwesten Berlins. Stopp! Ja. Na komm. Ja, mit den ganzen Joysticks und so. Super. Das haben wir gut gemacht. Das kennen wir, oder? Ja. Sieht so super aus, oder? Ja, richtig super. Fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Ein Federfächer. Na bitte. Hinten sehr schön. Oh, und vorne erst. So kann's weitergehen. Wer hier gewinnt, sollte Lotto spielen. Warum? Weil es fast unmöglich ist, nach Ness-Sand zu fahren. Außer am langen Tag der Stadtnatur. Wie gesagt, Glückssache. Wunderbar, danke. Nur wer auf der Liste steht, darf mit. Da macht Bernd Ulrich Netz von der Hamburger Umweltbehörde keine Ausnahme. Wir verlosen das, weil wir sonst immer Ärger mit den Leuten kriegen, dass sie sagen, sie wollen auch mal. Und dann deswegen haben wir gesagt, wir losen, sonst geht das gar nicht. Und das sind Hunderte von Leuten, die da mitwollen. Sie ist ein Naturschutzgebiet. Wir gucken, also dass da möglichst viele Tiere und Pflanzen leben, pflegen sie entsprechend, lassen aber auch ganz viel Dynamik zu und freuen uns, dass es eines unserer schönsten Naturschutzgebiete ist. Und zwar schräg gegenüber von Blankenese, ganz nah am Hamburger Hafen. Da wären wir, im Dreiländereck zwischen Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Für den Naturschutz auf Ness-Sand ist allein die Stadt Hamburg verantwortlich. Also es gibt hier ganz paar Ecken, die noch natürlich sind, aber das sind die geringsten. Das allermeiste ist entstanden durch Aufspülung, also durch Ausbaggerung, Aufspülung, Bepflanzung. Der Wald ist gepflanzt worden.
Und auch was wir nachher in Trockenrasen sehen, auch das ist zum Teil gepflanzt worden. Also es ist keine natürliche Insel, aber sie bildet das ab, was hier natürlicherweise wäre. Also es sehe natürlicherweise nicht so ganz viel anders aus. Bei Ebbe zeigt sich der Sandstrand von seiner Schokoladenseite. Für den Naturschützer ist natürlich Nessland die schönste Insel. Keine Insel ist so wild, so unberührt, so fantastisch. Wenn man hier jetzt lang geht, die Sonne scheint noch, dann ist das wie in der Südsee am Palmenstrand. Also was Schöneres kann es nicht geben. Ich finde es total schön, Orte in Hamburg zu sehen, die noch so flussbeeinflusst sind. Also hier die ganze Vegetation und Ökologie zu sehen, dass man hier dem Fluss Raum lässt, was wir leider nicht so oft finden. Das finde ich wunderschön. Das beeindruckt mich sehr. Hier würde ich mir gerne ein kleines Häuschen bauen. Hier würde ich gerne wohnen. Träumen darf man ja. Aber nach der Führung heißt es Tschüss, Nessland. Ohne Wenn und Aber. Wer die Insel trotzdem heimlich ohne Erlaubnis betritt, bekommt ein Problem mit Uwe Florin. Meine Aufgaben sind eine Mischung aus Türsteher, Parkplatzwächter und Rauschmeißer. Uwe arbeitet im Auftrag der Hamburger Umweltbehörde. Er sorgt dafür, dass keiner die Tiere im Naturschutzgebiet stört. Gute Sache. Mittlerweile leben nämlich sogar Rehe auf Nessland. Ich selber habe es tatsächlich miterlebt, wie ein Rehbock von drüben durch die Tide-Elbe zwischen den Containerschiffen hier rüber geschwommen ist. Und wie gesagt, und teilweise werden die eben halt, die Eichhörnchen zum Beispiel, ich denke mal, dass die mit der Sturmflut hier rüber gekommen sind. Wenn so ein Baum irgendwo entwurzelt wird und hier anlandet, dann haben wir hier plötzlich eine neue Tierart. Für Uwe ist Nessland wie ein offenes Buch. Überall Spuren und so viel zu entdecken. Wer in der Elbe etwas verliert, nur Geduld. Auf Nessland taucht es möglicherweise wieder auf. Das ist hier von den Lastenseglern von damals. Das ist so ein Querruder, so ein Scherblatt. So, und das ist eben halt auch die Veränderung auf Nessland. Ne? Es wird mal ein bisschen was weggespült, dann wird was freigespült. Dann kriegen wir mal ein bisschen mehr Sand hier, ein bisschen schlickt eben halt da. Und dann plötzlich sieht man sowas eben halt plötzlich in voller Schönheit. Auenwälder, Trockenrasen, Sanddünen. Das klingt nach Wellnessurlaub für Zauneidechsen und Kormorane. Und gut erkannt, sogar Seeadler brüten auf der Insel. Das ist so ein bisschen für mich meine Energiequelle für den Alltag geworden. Und das ist ja eine tolle Insel, ist mir halt ans Herz gewachsen. Nessland, ein Stück Südsee in der Elbe. Mittagsschläfchen auf Helgoland. Sollten wir nicht stören, aber wir landen auch nur für ein paar Minuten auf Deutschlands berühmter Hochseeinsel. Oberland, Unterland, die Lange Anna, todesmutige Trottellummen. Ach ja, und zollfrei shoppen. Wer Helgoland nur darauf reduziert, ist von gestern. Und war bestimmt noch nie bei Raymond Beavis. Halb Brite, halb Helgoländer. Voll und ganz Fischverkäufer. Am meisten wird sowieso ja Matches gegessen. Bayern, Schweiz, die essen wir Weltmeister. Meistens Lachs und Krabben, das lieben die ja, ne? Wenn's hart auf hart kommt, lassen Helgoländer alles fallen. Lehrer, Zollbeamte, Erzieherinnen, viele gehören zur Freiwilligen Feuerwehr. Die kommt nicht nur, wenn's brennt. Bis Hilfe vom Festland da ist, dauert es nämlich ein paar Stunden.
Die Übung heute: einen Verletzten aus dem Schiff bergen. Flutschige Angelegenheit. Verdammt eng. Der Patient ist jetzt senkrecht. Wir müssen noch mal zurück, der rutscht raus. Mach noch mal runter. Der wird ja normalerweise auch ein Stück höher liegen. Wir haben hier auf Helgoland jeden Feuerwehrfall, den es auch auf dem Festland gibt. Nur Bahnunfälle, das haben wir nicht. Sonst haben wir alles, das müssen wir natürlich immer wieder trainieren. Und zwar einmal pro Woche. Dummy gerettet. Erstmal durchschnaufen. Und dann zum Marathon. Eine dumme, blöde Stammtischidee, so ungefähr. Ja, so kann man es wohl zusammenfassen. 40% Steigung vom Unter- ins Oberland. Spätestens dort wünscht sich so mancher lieber an den Strand. I'm good. I'm good. I'm feeling well with Helgoland Marathon. Was fantastic. Das ist meine second time im Helgoland Marathon. Super perfekt. Mr. Doublina, Bob Doublina. Nicht, dass das regelmäßig passieren würde, aber für den Fall, dass doch mal der ein oder andere aus Versehen falsch abbiegt, die Freiwillige Feuerwehr ist vorbereitet. Alles gut. Zweite Übung: Abseilen. Wir werden ja auch die nördlichste Bergwacht genannt. Es gibt halt den Fall, dass der ein oder andere mal versucht hochzuklettern. Kommt jetzt nicht jeden Monat vor, was kommt mal vor. Oder ein Tier geht hier über die Klippe, zum Beispiel ein Hund, der nicht an der Leine ist. Und der weiß ja nicht mehr vorwärts und rückwärts, und dann wird er halt von unseren speziell ausgebildeten Kameradinnen und Kameraden wieder hochgeholt. Notiert, den Pfiffi immer anleihen. 100 Stufen tief liegt der Bunkerstollen. Ein letzter Rest des Tunnelsystems mitten im Roten Felsen. Im Zweiten Weltkrieg war Helgoland voller Geschütze, hatte einen U-Boot-Hafen. Bei Fliegeralarm haben die Bewohner im kalten Bunker Schutz gesucht. Wir gehen dann nach und nach durch diesen Stollen, das ist der Hauptstollen. Wir führen auch Schulklassen durch und man merkt einfach, das Interesse hat extrem zugenommen. Also das Gefühl dafür zu bekommen, was machen Menschen im Krieg durch oder Zivilisten im Krieg durch, das bekommt man hier unten. Das würde ich echt wirklich jedem empfehlen. Fällt Ihnen was auf? So viele Inseln und wir waren noch gar nicht am Strand. Auf der kleinen Düne, der Nebeninsel von Helgoland, bietet sich das an. Reinstes Vergnügen, hier zu schlafen, zu dösen, ja, einfach mal kurz zu entspannen. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Die Natur atemberaubend. Der Chiemsee glasklar. Aber Herrschaftszeiten. Nachts aufstehen, ja, das muss man mögen. Oder Fischer sein. Die Stimmung ist jeden Tag anders. Das ist das Schöne. Und die Ruhe, man hört nichts, nur die Natur. Das ist einfach schön und gibt richtig Kraft und Energie und macht echt Spaß. Goes in the sky and my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Tassilo und Florian leben auf der Fraueninsel, sind Fischer in der 6. Generation. Kurz nachgerechnet macht knapp 400 Jahre Familiengeschichte. Ja, es ist schön, dass es bei uns weitergeht, dass die Söhne das übernehmen. Ich bin eigentlich schon Rentner, aber ich wäre schon noch gebraucht. Gott sei Dank. Die Fraueninsel ist eine Welt für sich.
in der nur knapp 250 Menschen leben. Keine Rennereien, man kennt sich. Und in der Mitte das Kloster Frauenchiemsee mit einer mehr als 1200 Jahre alten Geschichte. Hier leben nach wie vor einige Schwestern. Zutritt ist deshalb leider verboten. Auch wenn's knallt und ballert, Papa Georg und Tochter Sophie schaffen etwas Zerbrechliches. Ein bisschen Wärme für Körper und Seele. Seit 1723 gehört Familie Klampf-Leutner die Inseltöpferei. Ihre Spezialität: gemütliche Kachelöfen. Die Insel ist so ein kleiner Ort und es kann manchmal im Winter mal ein bisschen einsam sein, aber im Sommer, wenn es sich dann öffnet, dann kommen einfach so tolle Leute und wir haben super Kunden und dann haben wir einfach nette Gespräche. Und das macht halt auch die Insel so attraktiv, weil du gehst halt, kommst her und du siehst noch als Handwerk, du siehst einen Fischer, den es seit eh und je gibt, du siehst einen Keramiker, siehst das alte Kloster und die Leute leben halt da. Das ist kein Museum, sondern wir machen das halt wirklich. Schwer zu toppen. Auf der Nachbarinsel aber werden Sie merken, da geht noch was. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to lie. Die Herreninsel, ganz anders als ihre kleine Schwester. Mit einem Schloss, gebaut nach dem Vorbild von Versailles. Da hat sich König Ludwig II. Richtig was gegönnt und blieb trotzdem nur wenige Tage. Schade eigentlich. Because you're there. Hatten wir noch nicht. Eine Radtour. Anscheinend entdeckt man die Reichenau im Bodensee so am allerbesten. Ja, die Reichenau, das finde ich unheimlich gut. Die ist so abgeschlossen. Das heißt, es ist hier relativ wenig Autoverkehr. Es ist unheimlich kulturell anspruchsvoll. Schöne Buchten, also herrlich. Und vor allen Dingen Zugang zum Wasser, nicht durch privat zugebaut. Mir gefällt es ja eh am See. Es ist einfach Urlaub pur. Ja, ist einfach abschalten, entspannen, genießen. Ja, nicht zu überhören, Reichenau gehört zu Baden-Württemberg und ist die knackigste Insel Deutschlands. In Dutzenden Gewächshäusern sprießen Kräuter und Gurken. Bei den Hubers Kopfsalat. Da merkt man, wie weit unter der Boden ist, wenn man eine Ladung abgeschnitten hat. Man wird immer ein bisschen weicher, müder. Man ist dann auch froh, wenn man sein Pensum erreicht hat. Das liegt bei etwa 2000 Stück am Tag und 1,5 Millionen pro Jahr. Allerdings auf der ganzen Insel. Ja, da haben Sie den Salat, die Reichenauer, und lieben ihn trotzdem. Natürlich ist es so, wenn man den ersten Salat abschneidet, dann ist die Begeisterung dafür, den selber gleich essen zu wollen, noch ein bisschen größer. Aber ja, geht trotzdem nicht verloren. Also nach wie vor steht eigentlich fast jeden Tag bei uns Salat mit auf dem Tisch. Eine Insel reich an Vitaminen und Kirchen. 3, um genau zu sein. Und direkt am Ufer der Reichenau der Campingplatz Sandseele. Seit 1969 Familienbetrieb und für manche Urlauber wie ein zweites Zuhause. Selbstredend, dass Caroline Motz ihre Stammgäste per Handschlag begrüßt. Guten Morgen, Herr Lanz. Auch schon wach. Das ist der Herr Lanz, der ist schon 45 Jahre hier auf dem Campingplatz und kennt mich noch als kleines Kind. Das kleines Kind noch. Genau.
Guten Morgen, ihr zwei. Seid ihr wach? Ja. Tina zum Beispiel, die kenne ich seit, oh Gott, wie alt waren wir? 10. 10? Mit 10 Jahren kamst du Ja, her, genau. genau. Tinas Eltern waren schon Dauercamper und da haben wir uns kennengelernt und da durfte ich auch öfter mal bei euch übernachten, gell? Ja. Genau. Und jetzt ist Tina selber Dauercamper und ihr Mann auch und der Sohnemann wird wahrscheinlich euer Nachfolger dann, oder? Bestimmt. Bestimmt irgendwann, genau. Bestimmt. Wer einmal hier war, kommt eben gerne wieder. Nach Reichenau, die knackigste Insel Deutschlands. Sie mögen's schnell? Bitteschön, Jüst, Insel mit ordentlich PS. Alle im Stall angekommen. Jetzt checken wir erstmal, ob alle Hufeisen noch drunter sind. Und dann beginnt der Arbeitstag. Karen leitet eine der größten Pferdespeditionen auf Jüst. Die ostfriesische Insel ist autofrei. Barbie, Ken, auf geht's, komm. Wir haben Hauptsaison, die Gäste wollen Kutsche fahren, es gibt wichtige Erledigungen. Wir fahren jetzt die wichtigste Tour des Tages mit der Inselgrundversorgung. Die Inselgrundversorgung ist schnell erklärt. Sie beginnt im Hafen oder am Flugplatz. Von A wie Ananas über M wie Medikament bis Z wie Zeitung. Alles wird per Kutsche transportiert. Kreuz und quer über die 17 Kilometer lange Insel. Übrigens die längste Ostfrieslands. Bleib aus der Butterbrotdose raus. Tja, Pech für Rocky. Ausgiebig frühstücken fällt an solchen Tagen flach. Karen muss zum Flugplatz. Easy, easy. Oh ja, fein. Mein Motor hat ja Gott sei Dank 2 Gehirne, da ich ja Pferde habe. Also die würden jetzt nicht einfach so vom Weg ablaufen. Da kann man sich dann auch schon mal kurz entspannen und eben sein Frühstück genießen. Extrem verderbliche Ware kommt mit dem Flieger. Guten Morgen. Guten Morgen. Hey, Rocky. Balboa. Na, du Räuber. Immer nette, gut gelaunte Piloten. Ich glaube, das liegt daran, weil die Luft da oben so dünn ist, ne? Da passt das. Ach was. Moin, Carsten. Moin. Moin. Nu aber hü, die Hoteliers sitzen auf heißen Kohlen. Jetzt schnell zupacken. Dann sind sie im Bilde. Zeitungen sind wie Fisch. Sobald sie da sind, fangen sie an zu riechen und die Leute wollen welche haben. Um 11 Uhr verkauft er keine Zeitungen mehr. Da hat die Nachrichten schon jeder gehört. Also zack, zack. Das muss immer knapp sein. Von wegen ostfriesische Gemütlichkeit. Wer Karen als Taxi bucht, kann sich sicher sein, das geht garantiert flotti galoppi. Moin. Sie müssen zum Flugplatz? Ja. Wunderbar, dann nehmen wir Sie doch mit. Gut, mal los, ne? Moin. Sie möchten auch mit zum Flugplatz? Ja. Jawohl. Das ist das Schöne an dieser Insel, dass man fast kein Autogeräusch hört und dass man auch keinen Benzingestank hat. Und dass man, wenn man morgens aufwacht, das Pferdegetrappel hört. Und das ist einmalig. Gut, so, Parking Position erreicht. So. Moment, das geht jetzt doch zu schnell. Während die einen wieder nach Hause müssen, möchten wir noch etwas bleiben. Die Aussicht auf den Süßwassersee genießen. Die Füße in den warmen Sand stecken. Und nun, wo Karen alles von A nach B gebracht hat, bleibt sogar Zeit für eine Kutschfahrt am Strand. Ihr habt richtig Lust, ne? Hier. Alma, übertreib nicht. Das ist nicht nur ein Motor, das sind Tiere mit einer Seele und die möchten auch mal Spaß haben und was anderes erleben als ihren normalen Arbeitsalltag. Und wer von euch möchte denn jetzt mal durchgerüttelt werden? Alle!
Jawohl. Sturm ist, wenn Schafe keine Locken mehr haben. Wer wüsste das besser als er? Stefan Kreibohm, Wettermann auf Hiddensee. Ob du fertig bist! Das Wetter heute, ich verliere am besten keine Worte mehr drüber. Morgen am Tage gibt es weiterhin... Ich habe es mir nicht nehmen lassen, Ihnen mal zu zeigen, wie sich voller Orkan anfühlt. Ist das nicht schön hier? Aber hallo, es ist sogar wunderschön auf Hiddensee, wenn's Wetter stimmt. Auf dieser Ostseeinsel wird einfach alles geboten. Mal Sturm, mal Sonne, das ganz große Wetterkino. Dazu so hübsche Orte wie Vitte, Neuendorf oder Kloster. Und wenn man sich so umsieht, noch Fragen? Also es wird vor allem mild bleiben, auch die Nächte. Es geht nicht unter 10 Grad. Montag vielleicht sogar das T-Shirt wieder. Seit fast 30 Jahren sagt Stefan für den Norddeutschen Rundfunk das Wetter voraus. Und liegt damit meistens richtig. Dabei helfen ihm 2 Dinge: Berufserfahrung und Bauchgefühl. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Man muss nur wissen, wie lese ich eine Wetterkarte. Die Wetterkarten zeigen mir ja nicht, da regnet es oder da scheint die Sonne konkret, sondern man muss ein Gefühl dafür kriegen, dass Wetter nicht nur ein Ist-Zustand ist, das ist es schon eigentlich, aber es ist ein zeitlicher Ablauf. Es ist alles so im Fluss. Ob es das stürmische Wetter war, das Gerhard Hauptmann nach Hiddensee zog? Vielleicht. Immerhin mochte er es dramatisch. Der Schriftsteller war ein Megastar seiner Zeit. Vielleicht klingelt's bei Werken wie Die Weber oder Die Ratten. Die großen Dramen der Weltliteratur werden übrigens hier aufgeführt, in der Seebühne von Karl Huck. Hier spricht der Kapitän. Willkommen auf der Hispaniola. Kaffee und Kuchen gibt es ab 17 Uhr auf dem Achterdeck. Moin, Gregor. Moin. Kommst mit, Ole? Kommst mit mir mit oder gehst mit Papa? Wer außerhalb der Seebühne Theater macht, bekommt Ärger. Mit Thomas Moritz, Polizeihauptmeister oder, wie sie ihn hier nennen, den Sheriff von Hiddensee. Guten Morgen, das ist unser Sheriff, liebe Gäste. Sehr, sehr nette Mann. Hör auf zu schleimen, Ticket kriegst du trotzdem. Schließlich hat der Sheriff den Kutscher in Flagranti erwischt. Fahrradfahren und telefonieren. Das ist ja etwas, wo ich auch sehr allergisch drauf reagiere. Hat ihn 55 € gekostet. Verhandeln? Ausgeschlossen. Auch nicht für Einheimische. Das hat sich rumgesprochen. Wo ich nur aufpassen muss, ist, dass ich nicht überall einen Kaffee trinke, wo ich einen angeboten kriege. Ich habe das einmal gemacht und gesagt, das probierst du mal aus, wie viel das wird. Aber ich habe nur 14 geschafft in der Schicht. Dann war er vorbei, dann konnte ich nicht mehr. So sind sie, die Hiddenseer. Gastfreundlich, charmant, direkt. An Hiddensee gefällt mir am besten, wenn das letzte Schiff mit den Tagesgästen abgelegt hat, Richtung Festland. Diese Abende auf Hiddensee, wenn es ruhig ist, gerade auch im Sommer so, das ist dann wirklich traumhaft schön. Die Inselbahn pünktlich, ein Wasserturm als Wahrzeichen. Im Prinzip ist Langeoog eine Insel mit 0 Problemzonen und ein Vogelparadies.
Auf der ostfriesischen Insel fehlt es einfach an nichts. Und wenn doch, fragt man dann einfach mal einen netten Kurgast und der leiht uns dann seine Schippe. Und dann kriegen wir es auch hin. Super, hat uns sehr geholfen. natürlich könnten auch die Lange Oger in der Sonne ahlen. Wäre da nicht der wichtigste Wettkampf des Jahres? Man trifft sich jedes Jahr aufs Neue und man sieht sich ein Jahr lang nicht, aber es ist wie immer. Und dann spielt man zusammen und gewinnt hoffentlich mal wieder gegen Spiekeroog. Hau! Rein! Dazu sollten Sie wissen, Langeoog hat nämlich ein klitzekleines Manko. 14 Niederlagen in Folge gegen Spiekeroog. Im Schlagball, Traditionssport auf den benachbarten Inseln. Weiter rein! Oben! Sensationell, sehr gut! Du musst gut laufen können, dich bewegen können, du musst fangen können, du musst schlagen können. Und all das vereint in einem Spiel findet man sonst nicht. Aber dieses ganze Umfeld, dieses Meeresrauschen, die Möwe über dir und das Geräusch des Schlages, da ist so viel Emotion drin, so viel Power drin, ist so super schön. Okay, Motivation stimmt, lassen wir die Jungs trainieren und widmen uns kurz der Dienstagstradition. Von Ende April bis Mitte Oktober sorgt Herbert Burmeister mit seiner Truppe für Partystimmung. Immer dienstags. Beim traditionellen Dünensingen. Gleich neben dem Wasserturm von Langeoog. Wir kommen aus dem Norden, also einige Lieder kennen wir selber. Also ich habe zum Beispiel auch einige von meinem Opa kennengelernt, die ich hier mitsingen konnte. Aber auch sonst, ich meine, alle versuchen es irgendwie so gut sie können. Also ja, ist gut. Wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Ich finde es richtig geil. Also es ist was anderes wie ein Rave, aber alle halten zusammen so. Die ganze Insel ist da, finde ich cool. Tja, da gucken Sie, ne? Auf Langeoog sind Traditionen gang und gäbe. Irgendwann kommt jeder in Singlaune. Und Spicken ist erlaubt. Zurück zum Sportevent des Jahres. Langeoog gegen Spiekeroog. Jetzt muss Langeoog liefern. Sieht nicht gut aus. Langeoog verliert. Zum 15. Mal in Folge. Echt verdient. Aber ich habe so oft miterlebt, dass die gewonnen haben. Irgendwann hängt es mir aus dem Hals raus. Liebe Leute, wenn man sich hier begrüßt, sagt man erstmal ordentlich Moin. Moin! Das war gut. Und lasst es euch gesagt sein, wir sagen es nur einmal. Ja, wer es zweimal sagt, ist schon ein Schwätzer. Und wir erkennen daran Fremde, Dussel und Hamburger. So. Liebe Hamburger, auf Borkum müssen Sie stark sein, denn Friesen sind ehrlich und Albertus mag's geradeaus. Das bringt das Inselleben nun mal mit sich. Hier bist du doch unter freiem Himmel, in der Natur. Um dich herum diese Gewalten, das ist doch herrlich. Ich werde immer ein bisschen demütig hier draußen. Was Albertus nicht davon abhält, seinen Wattschülern die Tier- und Pflanzenwelt eindrücklich näher zu bringen. Also,
Bitte Ärmel hochkrempeln, bücken und nach Muscheln und Würmern wühlen. Dass den alle sehen können und häng ihn höher. Jawohl. So. So ein Wurm frisst im Jahr 25 Kilogramm Sand. Den verdaut er, wenn er den gefressen hat, innerhalb von 45 Minuten durch sich durch. Und hinten kommt der Sand wieder raus und das sind die Haufen. Liebe Leute, damit komme ich zu einer schonungslosen Wahrheit, denn Friesen dürfen nicht lügen. Wir laufen hier durch den größten Scheißhaufen dieser Erde. Erfreulicherweise hat Borkum weitere Superlative im Angebot, die da wären größte ostfriesische Insel und schönster Wasserturm des Jahres 2025. Außerdem pollenarmes Hochseeklima und eine jagdfreudige Vergangenheit, die viele Borkumer sehr reich machte. Das ist der Grabstein meines 7 Urgroßvaters, also 7 Mal die Ur und dann Großvater. Der war Seemann vom Beruf, der war also Kapitän und er war dann auch Kommandeur eines Walfangschiffes im 18. Jahrhundert. Ungefähr aus dieser Zeit stammen noch 2 Zäune, gefertigt aus den Kieferknochen von Grönlandwalen. Sie hätten das Zeug zum Wahrzeichen, hat Borkum aber schon, nämlich 3 Leuchttürme. Der elektrische, der alte und zu guter Letzt der neue Leuchtturm. Über jeden einzelnen hätte Gregor Uhlsamer sehr viel zu erzählen. Ja, ich habe also mehrere Bücher geschrieben über Leuchttürme mit vielen technischen und interessanten Details. Aber das Einzige, was die Leute wissen wollen, ist immer, wie viele Stufen hat der Turm. Und das habe ich da nie drin stehen. Warum, weiß ich auch nicht. Es sind exakt 308, die wir uns klemmen. Denn niemand schnauft auf Borkum so laut wie Emma. Vorausgesetzt, Garald Hähnel und Klaus Jansen kriegen sie in Gang gesetzt. Eine 80-jährige Dampflok. Und die ist eben kein D-Zug. Emma braucht Zeit, Zuwendung, liebevolle Pflege. Die Ketten, die müssen klappern, ne? Das muss einfach klappern und klötern und die Leute sind begeistert davon. Also es ist immer ein ganz anderes Fahren als jetzt zum Beispiel mit den neuen Zügen, wo wir feste Verknüpfungen haben. Das ist also ein viel schöneres Fahren, auch für den Gast. Wenn Emma über die Insel dampft, duftet sie manchmal bis ins Watt. Dort, wo Albertus so gerne singt. Über Liebe, Schmerz und Abschied. Tag für Tag weht an uns vorbei. Bring das Boot in den Wind. Und ein Tag und ein Kuss im Mai. Sei nicht traurig, mein Kind. Na, alle wach? Dass es sich in Wilhelmsburg hervorragend feiern lässt, das wissen viele. Weniger bekannt dürfte sein, dass dieser Stadtteil von Hamburg eine Binneninsel ist. Und zwar die größte Europas. Lange hatte Wilhelmsburg einen schlechten Ruf. Das juckt Benjamin Brandskow herzlich wenig. Auf seiner Elbinsel hat sich in den letzten Jahren nämlich vieles verändert. Die älteren Wilhelmsburger, die wissen so Impulse von außen sehr zu schätzen, ne? Dass hier Leute mal ein bisschen frischen Wind reinbringen
was Neues machen, sich was Neues überlegen, Mut haben, ein Geschäft zu eröffnen. Das sind ja geile Entwicklungen. Geile Entwicklungen, die die Wilhelmsburger zu feiern wissen. Auch dann, wenn nicht geheiratet wird. Zum Beispiel beim finnischen Tango-Workshop. Jeder ist bei Alena herzlich willkommen. Linke Füße, rechte Füße, völlig egal. Viel Spaß! Wir versuchen, durch Musik Begegnung zu schaffen. Und gerade in der Nachbarschaft hier wie Wilhelmsburg und auf der Veddel ist das nochmal umso wichtiger, weil hier über 100 Nationalitäten vertreten sind. Also es ist ein total diverser, hyperdiverser Stadtteil. Und genau, nicht alle sprechen die gleiche Sprache, aber über die Musik erreichen wir alle. Musik ist das eine. Was auf der Elbinsel außerdem gut ankommt, sind soziale Projekte. Wie die Soli-Box, um die sich Esma kümmert. Soli-Box ist eine Tauschbox, wo kann man bringen, nehmen. Aber wenn ein Mensch hat nichts zum Geben, kann er auch trotzdem nehmen. Wir nehmen zur Kenntnis, Wilhelmsburg hat Herz. Und Esma sowieso. Ich liebe Wilhelmsburg, ich bin Wilhelmsburger. So muss man sagen, wirklich. Weil ich kenne jeden hier. Seit der Internationalen Gartenschau 2013 wurde Wilhelmsburg an vielen Ecken aufgewertet. Mit exklusiven Wohnanlagen. Manche direkt am Inselpark. Was für ein Kontrastprogramm. Im Süden von Wilhelmsburg erwartet uns ländliche Idylle. Hamburgs Mini-Urwald heißt Bunthäuser Spitze. Und die wenigen Campingplätze sind begehrt. Ist super. Hier bleiben wir eine Nacht. Oh, Schätzelein? Super, ich habe noch keine Tischplatte. Zum Wohl. Prost. Wobei... 2 Pilz waren das, ne? Ja. Okay, super. Praktischerweise hat die Bunthäuser Spitze eine eigene Brauerei. Das Bundhaus. Bierchen müssen sie also gar nicht mitbringen. Und allmählich wird ein Schuh draus, warum Benjamin nicht weg möchte. Von Wilhelmsburg. Europas größter Binneninsel. Schon ein magischer Ort, weil hier der Fluss sich teilt. Das Schöne an der Insel ist ja irgendwo auch die geografische Abgeschlossenheit und dass da die Dinge sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln. Und dass man das Gefühl hat, ein bisschen entrückt zu sein aus dem Trubel der Stadt. Und das ist hier sehr spürbar. Endspurt, aber sachte, mit einer Insel, die die Ruhe weg hat. Wash Street feels sun beat down upon you. I can see as the wind catch your hair, your face smiles. And I know deep inside that you're wondering why you're hiding. But try not to hide, 'cause I know we'll make it true. Pellworm oder, wie die Stammgäste sagen, Pelle. Geschützt durch 8 Meter hohe Deiche, denn Pelle liegt unter dem Meeresspiegel. Der alte Kirchturm war schon da, als die Insel noch zum Festland gehörte. Und birgt einen Schatz, für den manche Menschen extra hierher kommen. Die berühmte Arp-Schnittger-Orgel aus dem Jahr 1711. Die einen nennen es Watt, Wissenschaftler eine archäologische Wundertüte. Nur wenige Kilometer vor Pellworm liegt es vergraben. Das sagenumwobene Rungholt, eine mittelalterliche Siedlung, die in 2 Sturmfluten unterging und nun Stein für Stein freigelegt wird.
Wir befinden uns gerade hier im Turmbereich von der Kirche und wir glauben, dass wir Fundament gefunden haben. Also die Kirche ist ja weg, ist abgerauscht. Wir stoßen hier relativ schnell auf eine sehr kompakte Muschelgrußschicht mit verbrannten Teilen in verschiedenen Streifen und glauben, dass das Fundament ist, was damals gemacht wurde, um die Kirche dann zu stützen. Was für eine mühsame Schlammschlacht, die sich lohnt. Archäologen haben bereits mehr als 50 Warften rund um Pellworm lokalisiert und unglaubliche Fundstücke ans Tageslicht gebracht. Krüge, Schmuck aus Messing, Ziegelsteine und einen Klumpen Matsch. Hier ist alles so zusammengebacken. Schnallenelemente, Ringelemente. Nein, das ist ja der Hammer. Halten wir fest, Pellworm ist ein Schlick-Schla-Raffenland für Archäologen. 4 Minuten noch! Wie jetzt? Wofür denn? Ach, Südsee! Ah, herrlich! Von wegen Insel der Ruhe. Erst ein Kaltstart, dann steigt Pellworms Puls auf 180. Beim jährlichen Triathlon wird die Marschinsel zum Hawaii des Nordens. Aber nur solange, bis die Nacht anbricht. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Bitte anschnallen und gut festhalten. Wir fliegen zu Platz 2. Usedom. Schon verlockend, sich in der Pommerschen Bucht einfach nur den Kopf frei zu pusten. Alternativ denkbar wäre eine Zeitreise in die des deutschen Kaisers. Ja, nicht Franz, sondern Wilhelm II., einer, der den Bädertourismus auf Usedom vor mehr als 130 Jahren pushte. Wer nach ruhigen Ecken sucht, urlaubt in der Regel am Achterwasser, der Lagune des Peenestroms. Achter ist niederdeutsch, bedeutet hinter. Das Wasser hinter der Insel. So, hätten wir das auch geklärt. Und es tauchen weitere Überraschungen auf. Ein U-Boot auf Rädern, gebaut von Ingbert Völker und Holger Becks. Findige Bastler für Messen, Film und Theater. Mit einer Vorliebe für historische Fahrräder. Im letzten Jahr habe ich es tatsächlich bei Berlin bei so einem Trödler gesehen und dachte, ich werde nicht wieder, dass es die auch noch frei verkäuflich gibt. Und war total stolz drauf. Ist wirklich so ein Original von 1880. Es macht auch unglaublich Spaß, mit so einem Gerät dann auch einfach mal durch die Gegend zu fahren noch, ne? Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. 2 Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Früher waren Usedoms Badegäste weniger hektisch unterwegs. Passend dazu haben die kleinen Künstler eine Ausstellung auf die Beine gestellt. Man muss natürlich auch die Kostüme bzw. die Bademode auch von hinten sehen können. Und da war das echt eine coole Idee. Nicht? Die Drehscheibe hier unten dran, weil dann trotzdem keiner rankrapscht. In Ökeritz können Sie Opas alten Einteiler aus der Nähe bestaunen. Und viele andere modische Hingucker. Wir bleiben in den 20ern. In der Villa Irmgard hat sich seitdem nicht viel verändert.
Prominentester Gast war der russische Schriftsteller Maxim Gorki, der sich in Heringsdorf erholte. Das war Luxuspur für damalige Verhältnisse. Wir haben hier Strom, fließendes Wasser, aber auch Toilette im Haus. Viele Häuser zu damaligem Zeitpunkt, 1906, die gebaut worden sind, hatten noch Toiletten draußen gehabt. Aber hier tatsächlich war Luxus pur. Etwa ein Fünftel von Usedom gehört zu Polen. Auf dem Weg dorthin, vorbei an Heringsdorf, bleibt noch Zeit für einen Drink bei Mateusz. Letztes Mal eine Kollegin verloren Schlüssel. Und das war ein großes Problem. Schöne Grüße. Ja, kennt man ja. Muss schnell gehen, Schlüssel weg. Da hilft erstmal nur eins. Lecker Fischbrötchen. Wunderbar. Das ist einfach beste Arbeit in der ganzen Welt. Sein Swinemünde möchte Mateusz trotzdem nicht missen. Dank der Europapromenade ist die größte polnische Hafenstadt auch nur ein paar Minuten entfernt. Dobrze. Oder wie man auf dem deutschen Teil von Usedom sagen würde, erstklassig. Damit wären wir bei Friedhelm Schmidt. Ahle Friedhelm. Sagen wir mal so, er hat ein unschlagbares Konzept am Start. Erstklassiger Fisch, gleich volle Hütte. Ich bin schon mit meiner Mama im Bauch hier hochgefahren. Papa kommt schon seit 1990 hier hoch und immer wenn wir hier oben sind, gehen wir mindestens zweimal in das schöne Gasthaus hier, weil die Leute so freundlich sind und die schöne Einrichtung hier. Ein Stammgast ist Usedom garantiert sicher. Das dürfte sich summieren. Unumstößlich auf Platz 1. Rügen. Elegant, schnörkellos. Ein zeitloser Klassiker. Kennt einfach jeder. Weil sie die größte Insel Deutschlands ist. Weil sie einen Batzen mehr zu bieten hat als Königsstuhl, Kaiserbäder und kilometerlange Strände. Nämlich Dumsewitz, Glewitz oder Krackwitz. Kleine Orte mit lustigen Namen im spärlich besuchten Hinterland. Für Jeanette Lindemann ist es das Sahnehäubchen der Insel, auf der sie übrigens geboren wurde, aber das nur nebenbei. Selbst wenn die Insel in der Hochsaison sehr, sehr voll ist, gibt es immer noch stille Winkel, die man ganz für sich hat. Und am besten ist einfach das Auto stehen lassen, rauf aufs Fahrrad und abseits der Orte die Insel entdecken und erkunden. Und es ist dann oft nicht der asphaltierte Weg, sondern manchmal ist es einfach eine Schotterpiste oder ein Sandweg. Und dann links und rechts gucken und dann entdeckt man unglaublich viel. Insofern eine schlaue Idee, weil sie uns über kurz oder lang nach Putbus bringt, die jüngste Residenzstadt Deutschlands. 1810 auf einem Reißbrett geplant, von Fürst Wilhelm Malte zu Putbus. In einer der klassischen Villen haben Jeanette und ihre alten Kollegen im Prinzip schon alles gedruckt, außer Geld. Gästekarten, Speisekarten, Theaterkarten und das Veranstaltungsblatt Rügen aktuell. Na, Sandro? Hallo, Jeanette. Na, geht dir gut? Läuft alles? Das läuft hier super. Und wann drückt ihr Rügen aktuell? Nächste Woche voraussichtlich. Ah, nächste Woche. Wenn alles klappt, Montag. Seit fast 100 Jahren rattert's auf Rügen. Hin und wieder hat's geknallt. Fürstliche Jagden haben auf Rügen Tradition. Davon können Sie sich im Schloss Granitz ein Bild machen.
Trotzdem blieb den Bewohnern neben der Jagd offensichtlich noch genügend Zeit, um sich den ein oder anderen Clou auszudenken. Kein Rittersaal ohne Ritter oder Ritterrüstung. Allerdings hat er hier eine besondere Funktion. Diese Ritterrüstung ist keine klassische Ritterrüstung, sondern tatsächlich ein Ofen, also handelt es sich um eine Heizung. Das Feuer wurde ganz einfach im Postament gemacht und dann geht der Qualm durch die Beine rechts und links in den Oberkörper und dann am Ende zwischen den Schulterblättern raus. Dort befindet sich das Ofenrohr, können Sie super von der Seite sehen. Diese Ritterrüstung war ein absolut letzter Schrei Mitte 19. Jahrhundert. Die einen nennen es Wendeltreppe, andere die größte Mutprobe Rügens. Die Treppe hängt frei mit Stufen zum Durchgucken. Angeblich nur Kopfsache, nicht einfach umzudrehen. Okay, dann starten wir. Mehrmals geköpft und trotzdem quicklebendig, das schafft nur Klaus Störtebeker, ein Teufelskerl. Als es 1993 mit den Festspielen losging, war Moritz Stephan gerade mal 5. Und dann, mit Anfang 30... Da dachte ich, ich klopfe mal an. Nach Drängen und Bitten meiner Schwester und meiner Freundin, weil ich selber habe es mir damals nicht zugetraut. Ich weiß ja, was hier abverlangt wird und habe mich da noch nicht bereit für gefühlt. Und die beiden haben mir dann aber gut den Rücken gestärkt und mich motiviert, dann doch mal eine Mail und einen Anruf zu tätigen. Seitdem bespielt Moritz eine der größten Freilichtbühnen Deutschlands, zusammen mit Norbert Braun. Vor genau 30 Jahren war er der Störtebeker. Brauch nur ein bisschen Zeit. Von was willst du sie kaufen? In Wiesbaden. Wir sind schließlich von Stand. Und es gibt noch Recht und Gesetz. Im Grunde genommen hat sich nichts geändert, weil der Störtebeker steht für Gerechtigkeit, der steht für Kampf gegen Ungerechtigkeit. Und das ist heute genauso. Das versuchen wir beide so wahrheitsgetreu, wie es irgend geht, so überzeugend, wie es irgend geht, zu vermitteln. Dazu gehört Störtebekers leichtes Alkoholproblem. Ich habe noch niemanden den Becher so stürzen sehen wie euch. Seid nun nunmehr Störtebeker genannt. Vivat Störtebeker! Machen wir uns nichts vor, für einen Piraten reicht's bei den wenigsten von uns. Aber für ein Bahnticket mit dem rasenden Roland und mittendrin junge Menschen, die das zu schätzen wissen. Das ist ja mein erstes Mal. Das bedeutet mir sehr viel. Also ganz im Herzen steigt es mir richtig hoch. Na bitte, so herrlich kann Bahnfahren sein. Tschüss, Rügen. Wie das nun mal so ist, nicht alle passen rein. Darum Grüße nach Amrum und sorry nach Sylt, wo es sich gut austern schlürfen lässt. Ein liebevolles Hallo nach Norderney, die stürmische Hochzeitsinsel. Und an die Rettungsschwimmer auf Pöhl. Auch Fehmarn und all die anderen Inseln sind natürlich eine Reise wert. Es ist einfach verdammt schwer, sich da zu entscheiden. Aber das waren sie, unsere deutschen Inseln, die Sie kennen sollten.